Ich wurde kürzlich gefragt, wie man Fallberichte und Fallserien voneinander abgrenzt. Die kurze Antwort: gar nicht, wenn es sich um retrospektive Fallserien mit 2 bis 4 oder auch bis 6 Patientinnen handelt. Die Fallserie ist eine Variation zum Fallbericht. Die etwas ausführlichere Antwort: es gibt für die Fallserie weder in PubMed noch in Embase ein eigenes Schlagwort. Beim Fallbericht handelt es sich um die vertiefte Beschreibung einer einzelnen Patientin oder eines einzelnen Patienten. Bei der Fallserie gruppiert man ähnliche Fälle miteinander. Ich würde mich bei der Beschreibung so oder so an die Care-Leitlinien halten. Fallserien sind normalerweise retrospektiv. Sie können aber auch prospektiv sein und mehr als eine Handvoll Patienten umfassen. Da begibt man sich langsam in den Bereich, für den man eine Bewilligung der Ethikkommission benötigt. Je nachdem, ob man zusammenfassende, qualitative Beschreibungen von Beobachtungen verfasst oder eben Richtung Studie geht. Und das ist von Ort zu Ort und von Land zu Land verschieden. Erkundigt euch also vorher, damit ihr dann bei der Publikation keine Probleme bekommt. Fallberichte und Fallserien haben keine Kontrollgruppe. Häufig sind sie nicht so gut dokumentiert und wurden speziell ausgewählt. Dafür haben sie eine gute externe Validität und können seltene Erkrankungen und deren Behandlungen aufzeigen. Daher lohnt sich auch eine Publikation, natürlich nur mit Einverständnis der Patienten und bitte nicht in einem Journal mit komischer Website und 2.000 bis 3.000 $ Article Processing Charges. Aber ich zeige euch lieber ein paar positive Beispiele, die ich in PubMed gefunden habe. Die meisten umfassten so 2 bis 6 Fälle. Am einfachsten sucht man mit Case Series im Titel und nicht über das Medical Subject Heading, da die Beschlagwortung ziemlich den Publikationen hinterherhinkt. Artikel 1 beschreibt 4 Patientinnen mit Covid und einem AV-Block 3. Grades. Die Autoren möchten mit dieser Fallserie auf die ernste Komplikation von Covid-19 hinweisen. Warum haben sie 4 und nicht nur einen Fall präsentiert? Ich denke, wegen der sehr unterschiedlichen Vorerkrankungen und Verläufe. Jeder Fall ist einzeln beschrieben und die Laborwerte sind im Verlauf für alle in einer Tabelle dargestellt. Artikel 2 beschreibt die Behandlung von 3 Patientinnen mit verschiedenen Psychosen, welche das gleiche Medikament erhielten. Eines, welches für Schizophrenie zugelassen ist, nach Meinung der Autoren aber auch anders eingesetzt werden könnte, wie sie mit den 3 Fällen zeigen möchten. Auch hier werden alle 3 Fälle einzeln beschrieben und in einer Tabelle gegenübergestellt. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.